O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Nun ist sie da, die rechte Zeit, die Gottes Huld uns wieder schenkt. Nun ist da, der Tag des Heils, erfüllt von Christi hellem Licht. Jetzt soll sich unser ganzes Herz durch Fasten und Gebete und durch Gesang und Beschall, was müde ist und schwach und krank. Lass uns, o Herr, mit Geist und Leib das Werk der Buße freudig tun, dass wir den Übergang bestehen zum Pascha, das kein Ende kennt. Ihr höchste Dreifaltigkeit, Lob singe alles, was da lebt. Lass uns durch deine Gnade neu dich preisen durch ein neues Lied. Amen. Herr, du bist meine Burg, mein Schild, dem ich vertraue. Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist, der meine Hände den Kampf gelehrt hat, meine Feinde den Krieg. Du bist meine Huld und Blut, meine Festung, mein Retter. Mein Schild, dem ich vertraue. Er macht mir Völker untertan. Herr, was ist der Mensch, dass du dich hinkümmerst? Des Menschen hin, dass du es beachtest. Der Mensch gleicht einem Hauch. Seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Herr, Leid deinen Kindern und steig herab. Rühre die Berge an, so dass sie rauchen. Schleudere Blitze und zerstreue die Feinde. Schieß deine Pfeile ab und jag sie dahin. Streck deine Hände auf der Höhe herab und befreie mich. Reiß mich heraus aus gewaltigen Wassern, aus der Hand der Fremden. Alles, was ihr Mund sagt, ist Lüge. Mein Eide schwört ihre Rechte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Herr, du bist meine Burg, mein Schild, dem ich vertraue. Glücklich das Volk, Dessen Gott der Herr ist. ein neues Lied will ich, o Gott, dir singen. Auf der 10-seitigen Harfe will ich dir spielen. der du den Königen den Sieg verleihst und David deinen Knecht errettest. Vor dem bösen Schwert errette mich. Entreiß mich der Hand der Fremden. Alles, was im Munde sagt, ist Lüge. Meine Durchschort ihre Rechte. Unsere Söhne seien wie junge Bäume, hochgewachsen in ihrer Jugend. Unsere Töchter beschlagen die Säulen, die Geschnitzt sind für den Tempel. Unsere Speicher seien gefüllt, überquellend von vielerlei Vorrat. unsere Herren mögen sich ausmachen. 4000-fach auf unseren Toren. Unsere Kühe mögen tragen, ohne zu verwerfen und ohne Unfall. Kein Wehegeschrei werde laut auf unseren Straßen. Wohl dem Volk, dem es so ergeht. Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Jetzt ist gekommen die Rettung und die Macht und die Herrschaft unseres Gottes. Wir danken dir, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung, der du bist und der du warst. Denn du nahmst deine große Macht in Anspruch und gabst deine Herrschaften. Die Völker gerieten in Zorn. Da kam dein Zorn, die Zeit, die Toten zu richten. Die Zeit, deine Knechte zu belohnen. Die Propheten und die Heiligen. Und alle, die deinen Namen fürchten. Die Großen und die Kleinen. Die Zeit, alle zu verderben. Die Erde verderben. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Und der Schutz wurde der Anträger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott versteckte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest, bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Jetzt ist gekommen die Rettung und die Macht und die Herrschaft unseres Gottes. Ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Reinigt die Hände, ihr Sünder, läutert euer Herz, ihr Menschen mit zwei Seelen. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Sei mir gnädig und heile mich, ich habe vor dir gesündigt. Sei mir gnädig und heile mich, ich habe vor dir gesündigt. Verschließe mir nicht dein Erbarmen, Herr, eile mir zu Hilfe. Ich habe vor dir gesündigt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sei mir gnädig und heile mich, ich habe vor dir gesündigt. So spricht der Herr, die Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Macht hat er geschaut. Siehe, von preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. So spricht der Herr, die Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass nicht der Vater gesandt hat. Lasst uns beten zu Jesus Christus, der uns sein Erbarmen schenkt. Christe eleison. Christe eleison. Du hast dein Leben hingegeben für alle. Gib, dass sich alle zu dir bekehren. Christe eleison. Erneuere die Gläubigen durch dein Wort und dein Sakrament. Hilf ihnen im Leben verwirklichen, was sie im Glauben empfangen. Christe eleison. Gedenke der Bischöfe, Priester und Diakone. Entfache in ihnen die Gnade, die sie durch Handauflegung empfangen haben. Christe eleison. Stehe denen bei, die in dieser Bußzeit Maß halten im Genuss der irdischen Güter. Öffne ihr Herz für die Not der Armen. Christe eleison. Erbarme dich derer, die heute gestorben sind. Gib ihnen die ewige Seligkeit. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gütiger Gott, heilige uns in dieser Zeit der Buße. Gib uns Kraft zu guten Werken und Ausdauer in der Beobachtung deiner Gebote, damit wir fähig werden, das Osterfest mit reinem Herzen zu feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Singet Lob und Preis. Dank sei Gott dem Herrn.
kauf unsere Ehre und zu erretten aus der Macht des Bösen. Beruft die Menschen in das Reich des Vaters. Vergib die Sünde, schenke uns neu deine Gnade. Denn das Reich ist nahe, in rechter Buße wandelt eure Herzen. Seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Vergib die Sünde, schenke uns neu deine Gnade. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er uns seinen Sohn gesandt hat. Wir feiern diese heilige Messe, um auf diese Liebe Antwort zu geben, indem wir durch unser Leben für sie Zeugnis geben. Aber wenn wir unseren Alltag schauen, erfahren wir oft genau das Gegenteil: Lieblosigkeit, Misstrauen und gegenseitige Anschuldigungen. Damit wir diesen Gottesdienst dennoch in rechter Weise feiern können, bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Bitte ist die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unseren Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Gütiger Gott, heilige uns in dieser Zeit der Buße. Gib uns Kraft zu guten Werken und Ausdauer in der Beobachtung deiner Gebote, damit wir fähig werden, das Osterfest mit reinem Herzen zu feiern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden.
Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk durchschaut, ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte, warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert und gesagt hast. Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Unsere Väter machten am Horeb ein Kalb und warfen sich vor dem Gussbild nieder. Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie ein gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der einst in Ägypten Großes vollbrachte, Wunder im Lande Hams, furchterregende Taten am Schilfmeer. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Da fasste er einen Plan und er hätte sie vernichtet, wäre nicht Mose, sein Erwählter, für sie in die Bresche gesprungen, so dass Gott sie im Zorn nicht vertilgte. Sie verschmähten das köstliche Land. Sie glaubten seinen Verheißungen nicht. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt, und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet,
und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zu Jesus Christus, unserem Mittler beim Vater, wollen wir rufen. Hilfe deinem Volk, das Böse zu besiegen. Christus, höre uns. Christus, erführe uns. Lass alle Menschen dich finden, die ohne dich verloren sind. Christus, höre uns. Christus, erführe uns. Sie allen, die leiden, eine rettende Zuflucht. Christus, höre uns. Christus, erführe uns. Gib unserem Verstorbenen die Fülle des Heils. Christus, höre uns. Christus, erführe uns. Denn wenn du für uns beim Vater eintrittst, werden unsere Gebete erhört. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr gebe das Opfer aus deinen Händen, zum Lob Lob seines Namens, zu Segen für uns und sein ganzes Heilige. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, hab Erbarmen mit unserer Gebrechlichkeit und nimm diese Gaben an. Das heilige Opfer reinige uns von allem Bösen und festige uns im Guten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott Zebaoth, heilig, 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 Zeugen seiner Herrlichkeit, Himmel sind und Erde, drum in alle Ewigkeit, Gott gepriesen werde. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, das verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Andeilen Christi, Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unseren Bischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen,
die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse unser allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes bringe mir den Recht, Gericht und Verdammnis, und den Segen und Heil. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
bitten wir gemeinsam Nummer 678, 3. 678, 3. Gott, du bist treu. Die Kirche lebt aus dem Reichtum der Begabungen und Charismen, die du schenkst. Wir danken dir für alle, die deinen Ruf genommen haben und den Weg der Nachfolge gegangen sind. Wir danken dir für alle, die heute deinen Ruf hören und ihm folgen. Wir bitten dich, schenke den Suchenden Zeichen deiner Nähe. Mache junge Menschen hellhörig für deinen Ruf, einen Geist des Jungen zu wählen, damit die Kirche zu jeder Zeit das Evangelium kraftvoll leben und führen. Amen. Hilfe meines Lebens, lass ich nicht vergeben, lass ich nicht vergeben, hier auf Erden bin. Hilfe meiner Tage, dass ich nicht verklage, dass ich nicht verklage, meinen Nächsten bin. Hilfe meiner Stunde, dass ich nicht gebunden, dass ich nicht gebunden an dich selber bin. Hilfe meiner Seele, dass ich von dir leben, dass ich von dir leben, hier auf Erden bin. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes gestärkt. Tilge die Sünden, die unser Gewissen belasten, damit wir die Fülle deines Heiles erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.